Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Willkommen in meiner Küche. Heute könnt ihr mit mir kurz kochen. Was es bei uns heute zum Mittagessen gibt, bereiten wir gemeinsam zu. Und danach nehme ich euch noch mit auf ein kleines Live-Update. Der eine oder andere vermutet es vielleicht schon, um was es geht. Lasst euch überraschen. Wir fangen an mit dem Kochen. Heute gibt es bei uns Tacos. Dazu bereite ich jetzt erstmal das Hackfleisch vor. Und es werden eine rote Zwiebel klein geschnitten und dann kommen noch 2 frische Knoblauchzehen dazu. Das hat den Effekt, dass die meistens etwas milder sind, die frischen Knoblauchzehen. Die werden auch klein geschnitten und dann mache ich es immer noch so, dass ich die erstmal einsalze, bevor die dann in die Pfanne kommen. So, jetzt wird die Pfanne vorgeheizt, Öl rein. Und wenn das Öl heiß ist, kommen zunächst die Zwiebeln rein. Die werden dann erstmal glasig angedünstet. Dann kommt der Knoblauch dazu, nochmal ein bisschen und am Schluss das Hackfleisch. Hier haben wir jetzt relativ viel Hackfleisch heute gehabt. Ich bereite dann parallel, während das Hackfleisch brät, den Salat zu, schneide den klein und wasche ihn dann. Dann kommen noch klein geschnittene Tomaten dazu. Dann gibt es Mais, den mögen die Kinder am liebsten. Weiter geht es mit ein paar Kidneybohnen und dann noch geraspeltem Käse. Wir haben dann meistens so Pizzakäse oder Gouda geraspelten. Jetzt wird das Hackfleisch gewürzt mit Salz, bisschen Paprika und Thymian. Wir benutzen selten diese Gewürzmischung für Tacos, weil ich die nicht gut verträglich finde. Da sind so ein paar Gewürze drin, die wir nicht mögen. Jetzt kommt da einfach noch ein bisschen Tomatenmark zu und Wasser. Das Ganze wird dann weiter gebraten und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Die Tacoschalen, die kommen auf eine Platte und damit dann in den Backofen für so 1-2 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Und dann wird noch eine Avocado aufgeschnitten, die dazu kommt. Und in dem kleinen Schälchen vorne seht ihr noch etwas Schmand. Das ist jetzt unser Essen. Wir lieben das einfach bei den Tacos, dass jeder sich das so zusammenstellen kann, wie er mag. Und dass wir so ein bisschen so eine Auswahl haben. Also das ist von uns allen vieren auf jeden Fall ein Lieblingsessen. Ich mache mir jetzt noch einen Kaffee und dann starten wir oben mit dem Live-Update. Los geht's mit den News. Also wie der eine oder andere vielleicht schon vermutet, und ich habe es ja in einem der letzten Videos auch schon mal so ein bisschen angedeutet, waren wir ja vor ein paar Wochen in Norwegen gewesen, um zu gucken, wie sich dieses Land so anfühlt und ob das möglicherweise für uns ein neuer Standort werden könnte. Und jetzt ist schon einiges passiert in den letzten Wochen. Wir haben aktiv geguckt, ob wir ein Haus finden, zu mieten erstmal, was uns gefällt, was auch ein bisschen noch, ich sag mal, besser ist als das Haus, in dem wir jetzt wohnen, was schon relativ schwierig ist. Und das hat sich tatsächlich auch recht schnell ergeben. Wir sind dann über das letzte Feiertagswochenende im Mai nochmal rübergeflogen, haben das Haus besichtigt. Also nach vielem Hin- und Her überlegen, Diskussion in der Familie und ja, tatsächlich auch allen möglichen anderen Sachen wie Steuern, Finanzen und so weiter vorab klärend, haben wir jetzt eine Entscheidung getroffen und werden zum Ende September jetzt nach Norwegen ziehen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das natürlich sehr aufregend und im Moment auch ziemlich zeitintensiv, weil wir jetzt innerhalb von 3 Monaten hier unsere Zelte abbrechen, überlegen müssen, was nehmen wir mit, was wollen wir nicht mitnehmen an Möbeln. Wir haben beispielsweise gestern schon angefangen, so ein paar Sachen über eBay zu verkaufen, was wir nicht mitnehmen wollen, und Umzugsunternehmen angefragt. All diese Sachen, es ist ein ziemlich viel Organisationskram, aber wir sind mittendrin. Wir haben uns vorgenommen, Stück für Stück, damit wir nicht komplett
durchdrehen, sage ich jetzt mal. Und ja, also das ist jetzt unsere Ausrichtung. Ab September bzw. Anfang Oktober werden wir in Norwegen leben. Haben jetzt auch schon angefangen, die Sprache zu lernen. Ich möchte aber ganz gerne, dass dieser Kanal hier im Prinzip auch so ein bisschen das bleibt, was er jetzt bis jetzt ist, nämlich über Lifestyle-Themen, über Mode, Kosmetik, Reisen und so weiter zu berichten. Das heißt, ich habe mir überlegt, ich werde dieses Auswanderungsthema mit Norwegen ausgliedern. Ich werde dazu einen Podcast starten. Also ihr werdet dann in den nächsten 1 bis 2 Wochen, wird es wahrscheinlich dann mittwochs immer eine Podcast-Folge geben, in der ich über unsere Auswanderung berichte. Also einerseits so ein bisschen über die Sachen, die zu organisieren sind, aber eigentlich möchte ich mich stärker auf die Sachen fokussieren, die in unserem Inneren stattfinden. Also welche Gefühle finden da statt, was sind die Ängste, was ist die Freude, wie können wir das leveln, all solche Sachen. Weil natürlich, wenn man manchmal so Auswanderergeschichten hört oder beispielsweise im Fernsehen sieht, sind die oft negativ eingefärbt oder sehr positiv eingefärbt. Aber natürlich gibt es immer noch extrem viel dazwischen. Wir stehen jetzt genau an diesem Schritt, wo wir noch nicht wissen, wie wird sich das für uns entwickeln. Wir wissen nicht, ist es eine richtige Entscheidung, ist es eine Fehlentscheidung. Natürlich können wir das erst im Nachgang beurteilen. Wenn wir uns aber nicht trauen oder wenn wir das jetzt nicht machen würden, dann können wir auch keine Erfahrung daraus generieren. Also das ist für uns der Punkt. Wir wollten noch mal was Neues erleben. Wir wollten ein kleines Abenteuer als Familie haben oder vielleicht auch ein größeres Abenteuer. Und ja, das ist also jetzt die Geschichte, die uns im Moment so umtreibt. Wie gesagt, die ganze Geschichte Norwegen, Umzug, Auswanderung und so weiter wird es dann in Podcast-Form geben. Hier findet der weitere Content statt. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch alles komplett zusammen noch hinkriege in diesem ganzen Organisationswust, aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich, weil mir das YouTube eben auch so viel Spaß macht und da möchte ich jetzt eigentlich, das möchte ich nicht hinten anstellen. So, ja, aber wie gesagt, ihr wisst jetzt erstmal Bescheid, bei uns ist richtig was im Gange. Es wird sich einiges verändern und dann werdet ihr also auf jeden Fall ab Herbst auch nochmal mehr nordische Bilder hier sehen, zumindest aus einem anderen Umfeld. Ja, das war es jetzt erstmal von meiner Seite hier zu unserem Live-Update. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, dass wir mal was gekocht haben. Ist jetzt nicht so ein fancy Essen, aber manchmal hilft es ja auch, dass man mal wieder eine Idee kriegt. Für uns ist es ja immer so, dass man immer ein bisschen gucken muss, was essen die Kinder gerne, was essen wir auch gerne. Und das ist auf jeden Fall eine Art von Soul Food für uns. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin.